Diese geheime Strategie auf Binomo hat mir geholfen, ein Auto in 2 Wochen zu kaufen. Wollen Sie das Gleiche? Dann schauen Sie genau hin. Sie sind auf Sophia Trade Kanal. Los geht's! Willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich auf dieser Plattform handeln, da ich mich darum gebeten habe. Wie ihr wisst, habe ich auf meinem Handelskanal eine ganze Reihe von Strategien und Indikatoren vorgestellt. Heute werden wir nur unser Wissen in meinem alleinigen Ermessen verwenden. Im Grunde genommen werden wir uns nicht mit irgendwelchen Indikatoren oder Kreuzungen oder Signalen beschäftigen, sondern mit der klassischen technischen Analyse. Wir werden auch einige Themen wiederholen und überprüfen, ob Sie noch wissen, was Unterstützung, Widerstand, Trendlinie sind. Ich bin sicher, dass dies für viele hilfreich sein wird. Vor allem, wenn Sie ganz neu im Handel sind und lernen wollen, wie man Geld verdient. Ich erinnere Sie daran, dass ich normalerweise auf Market Option handle. Andere Plattformen benutze ich nur zu Netzwerken. Also, wenn Sie einen schnellen und bezahlbaren Broker brauchen, der Link zu meiner Handelsplattform ist unter diesem Video. Lassen Sie uns jetzt beginnen und diese Grafik analysieren. Der Zeitrahmen ist 1 Minute, was bedeutet, dass eine grüne oder rote Kerze 1 Minute braucht, um sich vollständig zu bilden. Daher benötigen wir eine kerzenförmige Grafik. Was sehen wir hier? Zunächst einmal gibt es einen Abwärtstrend. Wir sehen, dass es eine Trendlinie wie diese gab. Der Kurs hat sich fälschlicherweise durchbrochen und ist wieder über die Linie gestiegen. Welche Niveaus sind hier wichtig? Zunächst einmal diese Widerstandsmarke. Es gibt auch diese Niveau, auf das sich der Kurs bereits zubewegt und das ebenfalls ein Widerstand sein könnte. Wir können auch das Niveau darunter markieren. Im Allgemeinen handelt es sich um eine Dreiecksfigur. Die Grafik hat versucht, aus diesem Abwärtsdreieck auszubrechen. Es ist eine Umkehrfigur. Normalerweise bewegt sich die Grafik so. Da ist das Dreieck. Die Grafik bewegt sich in etwa so. Dann verlässt sie es, testet es erneut und versucht weiter nach oben zu steigen. Wir haben diesen Wachstum hier gesehen, aber es hat nicht geklappt. Markieren wir also die wichtigsten Niveaus in der Grafik und warten wir darauf, dass sich der Kurs diesen Niveaus nähert. Der Kurs hat sich vom Widerstandsniveau aus bewegt. Wir haben es nicht geschafft, ein Geschäft direkt in der Nähe des Niveaus zu eröffnen. Wir haben es ein wenig verpasst, also mache ich ein anderes Geschäft ein wenig später. Ich hoffe, die Korrektur wird. Bewegen wir das Niveau hierher bis zu diesem Niveau. Es hat eine Chance zu passieren, vielleicht wird ein weiteres Niveau hier in der Nähe dieses Minimums platziert. Wir haben diese Art von Raster. Wir haben also ein Geschäft eröffnet, damit der Markt hierher kommt. Hier sollte das Geschäft idealerweise eröffnet werden und das ist unser Ziel hier. Die Verfallszeit des Geschäfts ist kurz, etwa 1,5 Minuten. Warten wir also einfach auf das Ergebnis und beobachten. Also unser Ergebnis ist plus $181, $81 Nettogewinn. Was ist jetzt der Plan? Hier gibt es ein weiteres Level. Ich erinnere Sie daran, dass sich Niveaus bilden, weil die Grafik von diesem bestimmten Preisbereich aus reagiert. Die Grafik berührt sie und kehrt von dort aus um. Je mehr die Grafik das Niveau berührt, desto stärker ist das Niveau. Es besteht also die Möglichkeit, dass der Kurs bis hierher fällt und dann wieder etwas ansteigt. Das Niveau könnte auch durchbrochen werden, aber ich denke, dass eine Art von Korrektur immer noch möglich ist. In der Nähe dieser Preisspanne 187,96 und so weiter öffnen wir ein weiteres Geschäft für einen Anstieg und warten auf eine Reaktion.
Lassen Sie mich erklären, was passiert ist. Wie wir sehen, haben wir eine Reaktion erhalten, aber leider hatte unser erstes Geschäft eine sehr große Verweildezeit und hatte nicht genug Zeit, um mit Gewinn abzuschließen. Also eröffne ich ein weiteres Geschäft mit einem verdoppelten Betrag. Wenn wir jetzt gewinnen, erzielen wir einen Nettogewinn von 162, wovon $100 den vorhergehenden verlorenen Deals ausgleichen und $62 sind unser Nettogewinn. Die Reaktion des Nouveaus ist erstaunlich. Das Geschäft wird in 17 Sekunden abgeschlossen. Ich würde ein Geschäft zur Senkung von dieser oberen Grenze eröffnen. Aber warten wir das Ergebnis ab und studieren wir die nächsten Währungspaare. Beobachten wir jetzt. Wir haben den Gewinn. Weiter geht's. Wir haben ein Geschäft eröffnet. Lassen Sie uns schnell analysieren. Das Geschäft ist ziemlich riskant, da es gegen den Aufwärtstrend nach unten gerichtet ist. Wir können hier ein paar Linien ziehen. Diese beiden Linien sind die wichtigsten. Was zeigen sie an? Zunächst einmal handelt es sich um ein steigendes Dreieck, nicht um ein fallendes wie in der vorherigen Situation, und die Grafik bewegt sich so und umgekehrt. Da es sich um eine Umkehrfigur handelt, versuche ich an diesem Punkt in der Nähe des oberen Randes eine Absenkung zu vereinbaren. Wir hoffen, dass die Grafik auf irgendeine Weise eine Korrektur erfährt, aber bis jetzt sehen wir, dass die Grafik nicht die Absicht hat, einen Rückwärtsgang einzulegen. Wir werden sehen, was trotzdem passiert. Natürlich gehe ich zusätzliche Risiken ein, da wir gegen den Trend handeln. Versuchen wir, einen weiteren Handel zu machen. Vielleicht kommt es zu einer Korrektur. Es ist ja auch noch nicht lange her, nur etwas früher. Ich hoffe also immer noch auf eine weitere. Wenn dieses Geschäft nicht mit Gewinn abgeschlossen wird, werden wir uns einfach nach anderen zuversichtlichen Situationen umsehen. Aber im Grunde genommen hoffe ich immer noch auf irgendeine Art von Wie wir also sehen, läuft alles nach meinem Plan. Der Grafik geht ein wenig zurück. Der Kurs muss mindestens bis zur nächsten Linie, ebenfalls eine Widerstandstrendlinie, zurückgehen. Sie ist hier. Der Preis ist bereits in der Nähe, sodass es außerhalb dieser Figur sehr bald gesehen muss. Es ist schon ziemlich riskant, in dieser Situation zu handeln, so lassen wir dieses Währungspaar einfach liegen. Also Leute, in diesem Video haben wir 5 Geschäfte gemacht, von denen 3 mit Gewinn abgeschlossen wurden und 2 davon leider verloren. Aber im Großen und Ganzen haben sich alle unsere Situationen entsprechend unserer Vorhersagen entwickelt. Es ist völlig normal, verlorene Deals zu kompensieren, denn die fixierte Ablaufzeit hat trotz aller Vorteile auch einige Nachteile. Wie ich bereits sagte, könnte der Markt einfach nicht genug Zeit haben, um zu kehren. Was tun wir also? Wir kompensieren einfach unsere Deals. Also ich hoffe, dieses Video war nicht nur interessant, sondern auch hilfreich. Wir haben in nur 10 Minuten mit $200 mit einem relativ kleinen Dealbetrag verdient. Vergessen Sie nicht, dass Sie jeden Tag kostenlos mit mir zusammen handeln können, indem Sie meine kostenlosen Signale aus meinem Telegram-Kanal nutzen. Alle notwendigen Links zu den Plattformen und zu meinen sozialen Medien befinden sich unter diesem Video. Viel Glück und Tschüss!